Willkommen zur EMDR-Sprechstunde. Heute beantworte ich die Frage, welche Fehler solltest du bei schnellen Augenbewegungen unbedingt vermeiden? Bleib dran. Schnelle Augenbewegungen sind nicht irgendein Nebenaspekt von EMDR, sie sind das zentrale Schlüsselelement. Ohne sie würde EMDR nicht wirklich funktionieren. Vielleicht kennst du schon andere Varianten der bilateralen Stimulation, etwa über Geräusche oder Tapping. Doch aus meiner Erfahrung, und ich begleite Menschen nun seit über 15 Jahren mit dieser Methode, zeigt sich immer wieder, nichts scheint so wirkungsvoll wie korrekt ausgeführte Augenbewegungen. Aber genau hier liegt auch die große Stolperfalle. Denn so kraftvoll EMDR ist, so sensibel reagiert es auf Fehler in der Ausführung. Und diese Fehler schleichen sich öfter ein, als man denkt. Manchmal liegt es an der Dauer, manchmal am Tempo, manchmal an der Art, wie die Augen geführt werden. Und manchmal, vor allem im Selbstcoaching, fehlt schlichtweg der externe Stimulus. Der häufigste Fehler, sowohl in professionellen EMDR-Sitzungen als auch im Selbstcoaching, besteht darin, dass die Augenbewegungen zu früh beendet werden. Die Verarbeitung kommt dadurch gar nicht erst richtig in Gang oder wird abrupt gestoppt. Wenn der innere Druck noch spürbar ist, die Emotionen noch präsent sind und der Körper noch keine Entlastung signalisiert, ist der Prozess noch lange nicht abgeschlossen. In der therapeutischen Arbeit ist es daher essentiell, die Klientin oder den Klienten während des Prozessierens genau zu beobachten. Ich achte dabei auf feine Signale, etwa Veränderungen im Atem, in der Mimik oder in der Körperspannung, um im richtigen Moment die Augenbewegungen zu beenden und stets dieselbe kurze Frage zu stellen: Was ist jetzt? Und was auch immer die Klientin oder der Klient daraufhin beschreibt, ein Bild, ein Gefühl, ein neuer Gedanke wird zur Grundlage für die nächste Runde, das nächste Set. So entsteht ein achtsamer Wechsel zwischen Wahrnehmen, Bewegen und Reflektieren. Dieses Wechselspiel setzt sich fort, Runde für Runde, bis sich das innere Erleben spürbar verändert hat. Und genau hier schließt sich die Frage nach der Anzahl der Wiederholungen an. EMDR ist kein Impuls, der auf Knopfdruck alles auflöst. Es ist ein zyklischer Prozess, ein inneres Kreisen um ein Thema, das mit jeder Runde an Schwere verlieren darf. Gefühle tauchen auf, verändern sich, weichen neuen Gedanken und Körperempfindungen, neue Assoziationen spielen eine wichtige Rolle. Manchmal sind es alte Bilder, manchmal sind es neue Bedeutungen. In solchen Momenten ist es entscheidend, nicht zu schnell aufzuhören. Ich rate meinen Klientinnen und Klienten, die mit meiner EMDR-Selbstcoaching-Methode arbeiten: Wenn du denkst, jetzt reicht es, geh noch 2 Runden weiter. Nicht aus Zwang, sondern um dem Prozess eine Chance zu geben, sich wirklich zu entfalten. Oft sind es gerade die zusätzlichen Wiederholungen, die die Tür zur tieferen Verarbeitung weiter öffnen und spürbare Entlastung bringen. Natürlich wird im nächsten Schritt auch kontrolliert, ob noch Resterinnerungen oder Restempfindungen vorhanden sind. Denn erst wenn keine deutliche Belastung mehr wahrnehmbar ist, kann der Prozess allmählich ausklingen. Deshalb ist es entscheidend, dass die Augenbewegungen nicht nur einmal oder kurz durchgeführt werden, sondern in vielen aufeinanderfolgenden Sets. Diese Wiederholungen sorgen dafür, dass der innere Verarbeitungsprozess in Gang kommt und kontinuierlich unterstützt wird. Ausdauer in der Durchführung mit bewusster Wahrnehmung der Veränderungen von Runde zu Runde ist ein Schlüsselfaktor für nachhaltige Entlastung. Wer nur 1, 2 Durchgänge wagt und dann abbricht, verhindert den Moment, in dem sich wirklich etwas löst. Die lange Dauer und die große Anzahl der Wiederholungen sind übrigens auch der Grund, warum viele EMDR-Therapeutinnen und Therapeuten heute mit EMDR-Geräten arbeiten. Das klassische Winken mit der Hand
vor den Augen der Klientin oder des Klienten hat ganz einfach seine körperlichen Grenzen. Nach mehreren intensiven Sets wird der Arm schwer, die Bewegung weniger gleichmäßig und genau das beeinträchtigt den Prozess. Ein EMDR-Gerät hingegen bringt eine konstante, ausdauernde visuelle Stimulation mit, was sich in der Regel deutlich positiv auf die Sitzungsqualität auswirkt. Die Ausdauer des Geräts unterstützt damit nicht nur die Klientin oder den Klienten, sondern entlastet auch die Therapeutin oder den Therapeuten. Dann ist da die Frage nach der Geschwindigkeit. Viele Menschen, vor allem am Anfang, führen die Augenbewegungen zu langsam aus. Vielleicht aus Vorsicht, vielleicht weil schnelle Bewegungen anstrengend erscheinen. Doch langsame Augenbewegungen reichen oft nicht aus, um wirklich tief in die Verarbeitung einzusteigen. Wichtig ist es, ein Tempo zu finden, das fordernd, aber noch angenehm ist. Eine flüssige, rhythmische Bewegung, bei der die Augen wirklich von einer Seite zur anderen gleiten. Was ich dabei oft beobachte, manche Klientinnen oder Klienten bringen gerade zu Beginn nur eine geringe Flexibilität in der Augenbewegung mit. Ihre Augen scheinen wie festgefahren, vorsichtig tastend, ungewohnt im Bewegungsablauf. Doch das ist ganz normal. In den allermeisten Fällen verbessert sich diese Beweglichkeit bereits nach den ersten Durchgängen deutlich. Mit jedem Set werden die Augenbewegungen geschmeidiger und desto mehr kann auch das Tempo gesteigert werden. Interessant ist auch, die Beweglichkeit der Augen steht oft in einem engen Zusammenhang mit der emotionalen Flexibilität der Klientin oder des Klienten. Wenn die Augen starr bleiben, ist auch das innere Erleben häufig noch blockiert. Beginnt jedoch die Bewegung zu fließen, öffnet sich oft gleichzeitig ein emotionaler Raum. Manchmal ist es dieser Zusammenhang, der den eigentlichen Durchbruch ermöglicht. Auch die Auslenkung spielt eine Rolle. Wenn die Augen nur im Zentrum bleiben, sich also nur in der Mitte hin und her bewegen, verfehlt die Stimulation mit hoher Wahrscheinlichkeit ihren Effekt. Die Bewegung muss deutlich sein, klar, spürbar, räumlich. Jede Person hat ihre eigene Spannweite, Auslenkung, in der sich die Augen gut und frei bewegen lassen. Deshalb ist es umso wichtiger, bei der Wahl der Stimulusform auf Sorgfalt und Qualität zu achten, ob in der therapeutischen Arbeit oder im Selbstcoaching. Was ich auch oft beobachte, gerade in der Arbeit und im Austausch mit Selbstanwenderinnen und Selbstanwendern, ist ein unbewusster Bewegungsfehler. Der Kopf folgt der Augenbewegung. Das schwächt die Wirkung erheblich, denn die Bewegung soll aus den Augen kommen und nicht aus dem ganzen Kopf, also aus der Nackenrotation. In einer therapeutischen Sitzung kann man hier leicht korrigieren, im Selbstcoaching aber, da wird es schwierig. Und genau deshalb empfehle ich auch im EMDR-Selbstcoaching einen äußeren Impuls, eine klare visuelle Führung, ein sich bewegender Stimulus, den man nicht selbst steuert, sondern der einen führt. Denn gerade wer emotional belastet ist, kann kaum seine inneren Prozesse spüren und gleichzeitig eine korrekte, schnelle Augenbewegung eigenständig initiieren und durchführen. Über mehrere Minuten hinweg. Genau das war ein zentraler Gedanke, als ich die EMDR-Selbstcoaching-Methode vor 15 Jahren entwickelt habe. Also, damit EMDR wirkt, braucht es eine klare Struktur und ein sicheres, verlässliches Setting, das auch die Augenbewegungen präzise unterstützt. In der Therapie sorgt der Coach oder die Therapeutin, der Therapeut dafür. Im Selbstcoaching übernehmen das Hilfsmittel entwickelt genau für diesen Zweck. Denn eines wäre schade, wenn EMDR nicht das leisten kann, was es zu leisten vermag. Nur weil Augenbewegungen nicht stimmen. Dann bleibt das Potenzial ungenutzt oder schlimmer, die Klientin oder der Klient zweifelt an der Methode, obwohl es in Wahrheit nur an der Ausführung lag.
Ich hoffe, du konntest in diesem Video etwas für deine eigene Arbeit oder dein Selbstcoaching mitnehmen. Wenn du tiefer einsteigen möchtest, findest du auf meiner Website viele weitere Informationen und praktische Hilfen. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Kommentar da oder erzähle mir, welche Erfahrungen du mit EMDR gemacht hast. Vielleicht ist das ja ein Thema für die nächste Sprechstunde. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.